Wir, das sind Nina Wiedemeyer, Kuratorin am Bauhausarchiv, und Andrea Bernreuther, Kunsthistorikerin, sprechen über Taking a Stand, ein Buch und eine Online-Publikation, die im Mai in der Edition Metzel und als interaktives PDF auf arthistoricum.net erschienen ist. Die Publikation wurde von Andrea Bernreuther als wissenschaftliche Mitarbeiterin von Bauhaus 100 für das Bauhausarchiv herausgegeben. Das Buch hat 494 Seiten und zahlreiche Abbildungen. 29 Autorinnen und Autoren aus Europa, USA, Lateinamerika, Israel und China sind mit 29 Beiträgen, darunter 5 Diskussionen, daran beteiligt, sowie Schülerinnen und Schüler zweier Berliner Schulen mit verlinkten Filmbeiträgen. Taking a Stand – Debating the Bauhaus in Modernism. Worum geht's dabei? Der Titel Taking a Stand, die englische Version von Was heißt hier Haltung, bezieht sich auf eine Vorstellung vom Bauhaus als einer sozialen Haltung, die gerade im Bauhausjubiläum virulent war. Der Begriff Haltung spannt einen weiten Bogen für die Erforschung des historischen Bauhauses und der Bauhausrezeption sowie für dessen gegenwärtige Relevanz. Er führt dabei auch zur Selbstbefragung bzw. zur Positionierung der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und zeigt die Untrennbarkeit des Objekts vom Subjekt der Betrachtung. Auch dem Projekt liegt eine Haltung zugrunde, nämlich in der Vorstellung vom Bauhaus als einem transnationalen und transkulturellen Beziehungsgeflecht, das in der Gegenwart erneut zum Motor des Austauschs werden kann. Wie unterscheidet sich das Buch von der Tagung, die du 2019 für das Bauhausarchiv veranstaltet hast? Das Buch ist ein weiterer Schritt der Projektentwicklung. Fast sämtliche Beiträge wurden überarbeitet und neue zur Abrundung der Thematik bzw. zur Ergänzung hinzugewonnen. Du nennst es kuratierte Publikation. Was verstehst du darunter? Eine Publikation, die eine Vermittlungsfunktion zwischen den Autorinnen und Autoren auf der einen Seite und den Leserinnen und Lesern auf der anderen Seite übernimmt. Ich habe versucht, mit 15 Fragestellungen Schneisen in das Dickicht unterschiedlicher Perspektiven zu schlagen, während die Fragestellungen aus der Komplexität der Thematik abgeleitet wurden, sollten, so der ursprüngliche Gedanke, die Schlagworte unterschiedliche Zugänge zur Thematik auf unterschiedlichen Ebenen und Wissensständen ermöglichen. Allerdings merkte ich schon bald, dass die Funktion der insgesamt 324 Schlagworte eher darin liegen würde, einen Denk- und Fragehorizont aufzuspannen. Neben dem Inhaltsverzeichnis und einem Index laden die genannten Schlagworte und Fragestellungen zum wilden Lesen ein. Mich machen dabei vor allem bei den Schlagworten das Nebeneinander von ganz verschiedenen Kategorien neugierig. Da gibt es Begriffe, die lange eingeübt sind, wie zum Beispiel Modernism oder Bauhaus-Style, und neue, komplexe Wortkombis wie White City versus Black City. Und es fällt mir auch auf, dass Begriffe mit nur einem oder 2 Seitenverweisen es genauso ins Schlagwortregister geschafft haben wie Begriffe mit sehr vielen Querverbindungen. Ja, zuerst dachte ich auch, dass Schlagwörter, die nur zu einer Textstelle führen, sich erübrigten. Dann habe ich es doch gewagt, sie aufzunehmen, weil mir der genannte Sinn, Denk- und Fragehorizonte aufzuspannen, bewusst geworden ist. Und was die komplexen Wortkombinationen aus Konstellationen unterschiedlicher Begriffe betrifft, so bekam ich im Prozess der Umsetzung den Eindruck, dass es für unsere übergeordnete Frage nach der Haltung gewinnbringend sein könnte, auch auf der Ebene der Schlagworte Zusammenhänge bzw. Perspektiven erkennbar werden zu lassen. Um das Beispiel White City versus Black City aufzugreifen, es bezieht sich auf den von Philipp Oswald zitierten israelischen Architekten Sharon Rothbard, der in seinem Beitrag Weiße Stadt, Schwarze Stadt, Architektur und Krieg in Tel Aviv und Jaffa, Tel Avivs White City, im Kontext der Verdrängung der Araber aus ihren Städten und Siedlungen wahrnehmbar macht. Das heißt, die Kompositschlagwörter dienen nicht dazu, reduktiv unter dem kleinsten gemeinsamen Nenner möglichst viele Stellen zu erfassen und zu verbinden,
sondern sie dienen im Gegenteil zur Ausdifferenzierung und Kontextualisierung. Zugleich wollen sie die Imagination der Leserinnen und Leser in Bewegung setzen. Das Projekt ist im Rahmen des großen Bauhaus-Jubiläums entstanden. Nachhaltige Entwicklung war dir, so habe ich deine sehr engagierte Arbeit immer wahrgenommen, sehr wichtig. Wie siehst du das heute? Das kuratierte Format verstehe ich nicht nur als Angebot, den Leserinnen und Lesern Einstiege anzubieten, sondern es gibt auch ein Gesamtbild, eine Art Bauhaus-Jubiläumsjahr-Gedicht, wo zum Beispiel der Begriff Sustainable Living wenig Gewicht hat oder hatte. Sicherlich hat der Begriff Sustainable Living im Bauhaus-Jubiläumsjahr noch nicht die zentrale Rolle gespielt wie jetzt. Nach Ursula von der Leyens Proklamation eines New European Bauhaus, das sicherlich auch eine Frucht des Bauhaus-Jubiläums ist. Das auf den Trümmern des Ersten Weltkriegs gegründete Bauhaus steht für einen Neubeginn, für einen gesellschaftsverändernden Impuls, sowie den Glauben an die gesellschaftsverändernde Wirkung von Gestaltung. Wenn wir heute diesen Impuls des Bauhauses aufgreifen und uns das Bauhaus als einen Call for Change zum Vorbild nehmen und angesichts unserer Erkenntnisse und Herausforderungen nachhaltige Entwicklung zum Richtschnur des Wandels erklären, dann ist dies eine Weiterentwicklung und Transformation des historischen Bauhauses im Kontext der Sustainable Development Goals, der Nachhaltigkeitsziele der United Nations. Auch heute können wir vom Bauhaus noch viel lernen, insbesondere wenn wir uns einen Kurzschluss versagen und auch die Unterschiede und das kritisch in den Blick nehmen, was neue Fragestellungen und Zielsetzungen, Mindsets, Lösungsansätze, Methoden und Perspektiven bedarf. Und was das Schlagwort Sustainable Living in unserer Publikation betrifft, das verweist tatsächlich nur auf 2 Stellen. Das heißt allerdings nicht, dass der Begriffsinhalt Sustainability nur an diesen beiden Stellen thematisiert wird. Man kann ca. 50 Schlagworte in diesem Kontext verorten. Magst du mal Schlagworte aus der Familie Sustainability vorlesen? Climate Change, Problems of Habitat, Climate Protection, Environmental Awareness, Need for a different architecture of values, Need for a different economy of desire, Need for lifestyle changes, New everyday environment, Learning to dwell differently in the world, New political, social and architectural awakening, Resolving problems at regional and local level, Connecting architecture and nature, Integrating buildings into their respective regions, place-based approach, relationship to the landscape, relationship to traditions and cultures, critical regionalism as a concept, architecture as an active agent versus an object, architecture as a social project, architecture as a collective practice, socially engaged architecture, demand for affordable housing, cooperative housing construction, cooperatives as new forms of ownership, social housing construction, public housing construction, refusing architectural business as usual, care as an issue in architecture, care materialism, feminist care ethics, repairing the future versus new building of the future, designing a politics of difference, social relevance of design and teaching, value-based concept of design, user participation in the design process, practice of decolonization, demand to decolonize design, being contemporary with the world versus European ideologies of progress, identity as a dialogic concept, transnationalism as a method, thinking from the perspective of diasporic conditions, Bauhaus as a collective call for action, Bauhaus
as a call for change, Bauhaus as a social attitude, Bauhaus as a social project, Bauhaus as a transnational and transcultural network of relationships. Es ist als Haltung immer noch eher ungewöhnlich. Buch und Online-Publikation erscheinen zeitgleich. Warum und was steckt dahinter? Ja, Buch- und Online-Publikation erscheinen zeitgleich und letztere als Form des Open Publishing mit entsprechenden Creative Commons Lizenzen im Golden Open Access, und das heißt langfristig kostenlos auf Arthistoricum.net, einer von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderten virtuellen Fachbibliothek der Universitätsbibliothek Heidelberg. Und auch wenn die Publikation am Ende eines abgeschlossenen Projektes eine geschlossene Form aufweist, so will sie doch andere Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen sowie Interessierte dazu anregen, mit dem hier vorgelegten Material zu arbeiten und Neues daraus entstehen zu lassen. Wie bist du mit den Gestaltern Martin Wecke und Simon Steinberger an das Projekt rangegangen? Ähnlich wie mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern am Symposium bzw. den Autorinnen und Autoren. Ich habe Martin Wecke und Simon Steinberger den Prozess vorgestellt und meine Ideen von der Weiterentwicklung des Symposiums im Medium der Publikation. Die Gestalter haben, bildlich gesprochen, meinen Ball aufgefangen und mir so zurückgespielt, dass meine Vorstellungen von der Publikation in Bewegung geraten sind. Zwar ließ sich der Vorschlag einer hybriden Print- und Online-Publikation als ständig erweiterbare Website, die neue Zugangsmöglichkeiten schafft und nicht lineares Lesen ermöglicht, nicht so wie von den Gestaltern gedacht umsetzen. Denn eine derartige Publikation hätte den Zeithorizont dieses Jubiläumsprojekts weit überschritten, was auch für eine maschinenlesbare Form des Publizierens im World Wide Web mit Linked Open Data gilt. Nichtsdestoweniger brachte mich die Idee, neue, nicht-lineare Zugänge zu schaffen, auf eine neue Fährte mit dem schon bekannten Ergebnis. Liebe Andrea, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.